Liebe Zuschauerinnen, zum Gedenken an die Pogromnacht von 1938 veranstalten das Jüdische Museum Augsburg, Schwaben und das Ensembletheater Augsburg seit 2002 gemeinsam das Zeitzeuginnenprojekt Lebenslinien. Aufgearbeitet wurden die Lebenswege von verfolgten jüdischen Familien aus Augsburg und Berlin, die auch in inzwischen 9 Bänden nachzulesen sind. Da es aber nur noch wenige Zeitzeuginnen der ersten Generation gibt, stehen nun bei den Lebenslinien 2.0 die zweite und dritte Generation im Mittelpunkt. Die Nachkommen der aus Augsburg und Deutschland vertriebenen Jüdinnen und Juden. Am 8. November 2020 hätte unter dem Titel Die Zurückgewiesenen eine Matinee im Ensembletheater stattfinden sollen, die wir hier nun online nachholen. Frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen worden ist, und ihre Abkömmlinge sind auf Antrag wieder einzubürgern. So lautet Artikel 116 des deutschen Grundgesetzes. Zwar ist der Wille des Gesetzgebers deutlich ausgedrückt, in der Praxis wurden und werden jedoch viele Anträge abgelehnt, mit Begründungen, die zum Teil an die NS-Zeit erinnern. Sei es, weil die Eltern angeblich freiwillig Deutschland verließen, sei es, dass nur die Mutter, nicht jedoch der Vater deutscher Staatsangehöriger war. Die Praxis der Wiedereinbürgerung diskriminiert viele Nachkommen. Viele kämpfen bis heute um ihre Anerkennung. Entgegen der klaren Intention des Gesetzgebers wurden in den letzten Jahren hunderte Verfahren abgewiesen oder in die Länge gezogen. Die behördliche Korrespondenz um diese Verfahren spiegelt dabei den Umgang der Bundesrepublik mit dem Unrechtssystem der Nationalsozialisten wider. Dabei waren allzu oft die Behörden die einzige Verbindung zur Heimat ihrer Vorfahren. 2 Erlasse, die erst letztes Jahr die Wiedereinbürgerung erleichtern sollten, hatten zur Folge, dass eine Reihe von Verfahren positiv abgeschlossen werden konnten. Rechtssicherheit bieten diese Erlasse jedoch nur bedingt. Dies würde nur eine Gesetzesänderung erreichen. Zunächst hören wir eine kurze Einführung von Christoph Strack, Redakteur der Deutschen Welle in Berlin, der sich journalistisch mit den Nachkommen und ihrem Kampf um die deutsche Staatsbürgerschaft auseinandergesetzt hat. Danach liest Daniela Nehring aus der behördlichen Korrespondenz von 3 Antragstellerinnen, deren Namen anonymisiert wurden. Musikalisch begleitet von Dominik Uhrmacher. Sehr geehrte Damen und Herren, gestatten Sie mir einige biografische Anmerkungen. Ich bin Jahrgang 1961 und im rheinischen Neuss aufgewachsen, Arbeiterkind. Im Studium der katholischen Theologie erhielt ich 1984 durch ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes DAAD die Möglichkeit, 10 Monate im theologischen Studienjahr in Jerusalem zu studieren im Rahmen des Projekts Pro Memoria. Ich erinnere, dass wir zu Gymnasialzeiten in Neuss mal mit der Schulklasse zur Stätte der 1938 niedergebrannten Synagoge gingen und an einem Gedenken teilnahmen. Aber bewusst einen Juden gesehen hatte ich, das wurde mir beim Nachdenken in den letzten Wochen bewusst, wohl nie, bis ich 1984 in Frankfurt in den Lufthansa-Flieger nach Tel Aviv stieg. Und zu denen, die ich dann in Israel bei vielen Aufenthalten kennenlernte, gehörten auch Zeitzeugen. Der gebürtige Münchner Shalom Ben-Chorin, 1913 bis 1999, ein Urgestein der deutsch-jüdischen Szene Jerusalems. Der gebürtige Wiener David Flusser, 1917 bis 2000, der, als ich ihn zum ersten Mal mit dem Auto an seinem Jerusalemer Domizil abholte und er erfuhr, dass ich vor Jerusalem auch Latein studiert hatte, gleich switchte und sich mit mir nur noch in Latein unterhalten wollte. Immer waren das Erinnerungen daran, wie sehr, um den großen Titel von Stefan Zweig zu zitieren, die Welt von gestern Teil einer Gegenwart war. Aber nie packte mich das mehr als bei einem Besuch im Kibbutz Lohameh HaGetahot, Ghettokämpfer, 1999. Da führte mich eine schon betagte Dame, Sarah Schneer, die aus Weißrussland stammte,
dort im Partisanenkampf gewesen war und nun in Israel Sarah Nechamit hieß. Die 86-Jährige erzählte in Hebräisch. Aloni, 10 Jahre jünger, machte den Übersetzer ins Deutsche. Ein vergnügtes altes Paar. Irgendwann erzählte Sarah in deutscher Sprache, wie selbstverständlich. Zum Schluss drückte Aloni die alte, ihm seit Jahrzehnten bekannte Dame. Er hatte, sagte er mit feuchten Augen, sie nie so auf Deutsch erzählen gehört. Nie. Aber selbstverständlich kann ich das noch, sagte sie dann und begann, lange Verse von Rainer Maria Rilke auswendig zu zitieren. Auf Deutsch. Ich werde Sarah, die 2008 im Alter von 95 Jahren verstarb, nie vergessen. Diese Erinnerungen sind alt, voriges Jahrtausend. Und sie haben nichts mit dem Ringen jüdischer Britinnen und Briten um eine deutsche Staatsbürgerschaft während der vergangenen Jahre zu tun. Wirklich nicht? Ich bin mir nicht sicher. Es geht um große Familientraditionen und langes Wissen, um aus allen verständlichen Gründen vergangenes Leben. Um unermesslichen Schmerz. Wer als Kind aus Nazi-Deutschland noch herauskam nach England und wohl jede Woche komme ich am Berliner S-Bahnhof Friedrichstraße am Denkmal zur Erinnerung an die sogenannten Kindertransporte vorbei, die in die Freiheit und doch weg von den Lieben der Familie führten. Wie sollte er dieser Kultur verbunden bleiben? Und blieb es gewiss häufig doch. Seit Jahrzehnten, so heißt es, bemühten sich immer mal wieder Britinnen und Briten um einen deutschen Pass. Eher waren dies Einzelne. Seit 3-4 Jahren, dem Brexit-Entscheid von 2016 und der britischen Politik insgesamt geschuldet, sind es wohl Hunderte jüdische Britinnen und Briten. Vor 1,5 Jahren stand ich in Kontakt mit Baroness Rabbi Julia Neuberger, 1950 als Kind einer jüdischen Mutter, die Nazi-Deutschland noch verlassen konnte, in London geboren. Neuberger ist eine prominente Rabbinerin in Großbritannien, Mitglied des Oberhauses. Sie beschrieb sich als Europäerin mit deutscher Mutter, die aus Deutschland fliehen musste, und bemühte sich seit 2016 um einen deutschen und also europäischen Pass. Es mache sie, sagte sie, nicht weniger britisch, aber es erlaube ihr, Zitat, ein wenig von meiner Geschichte zurückzugewinnen. Es ist die Generation der Kinder, heute ist es häufig auch die Generation der Kindeskinder. Und dann kommt das deutsche Recht. Ich habe mir die erste Mail rausgesucht, die ich nach meiner Anfrage zu dem Thema im Sommer 2019 aus dem Bundesinnenministerium bekam. 24 Sätze, um die 590 Worte, diverse Gesetzes- und Urteilsbezüge. All das lässt erahnen, dass es kaum kurze Sätze waren. Da finden sich Begriffe wie, Zitat, staatsangehörigkeitsrechtlicher Wiedergutmachungsanspruch und, Zitat, eheliche Kinder zwangsausgebürgerter deutscher Mütter und ausländischer Väter. Es geht um Fallkonstellationen, komplex und heterogen. Soweit Zitate. Ich will diese Sprache nicht kritisieren. Es geht um Recht und Präzision, deshalb nimmt man die Sprache des Rechts. Aber die Sprache trifft doch auf Anliegen von Menschen, die sehr viele deutsche Geschichte und weniger deutsche Juristerei in ihrem Rucksack haben. In diesem Rucksack, das nur am Rande, hat Baroness Neuberger seit über einem Jahr auch schon wieder den deutschen Pass. Ihr ist es gelungen. Im Kern geht es um das Grundgesetz, seinen Artikel 116, der die deutsche Staatsangehörigkeit regelt, der aber das Schicksal der Nachfahren zwangsausgebürgerter Deutscher nicht vollständig erfasst. Der Bund versuchte das auf dem Erlasswege zu regeln und klärte so manchen Härtefall. Aber reicht das? Viele Berichte lassen daran zweifeln. Im Mai 2020 gab das höchste deutsche Gericht, das Bundesverfassungsgericht, einer Klägerin Recht, der vom Bundesverwaltungsamt der deutsche Pass verwehrt worden war. Die 1967 in den USA geborene Beschwerdeführerin ist wie ihre Mutter US-Amerikanerin. Ihrem 1921 geborenen Vater, der mit ihrem 1921 geborenen jüdischen Vater, der mit der Mutter nicht verheiratet war, wurde nach seiner Flucht in die USA 1938 von deutscher Seite die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen. Dieses bislang prominenteste juristische Beispiel zeigt, es geht nicht nur um Brexit-Opfer in Großbritannien. Es geht, wie die Lobbygruppe Artikel 116 Exclusion Group weiß, um Menschen in verschiedenen Teilen der Welt, von Australien bis Brasilien. Gesetzlich ist alles entschieden, aber entschieden ist noch nichts. Ich habe diese Schilderung biografisch begonnen und dann deutsche Regelungsordnung oder auch Bürokratie berichtet, die auch mich überraschte. Nun will ich wiederum biografisch enden. Von 1995 bis zu ihrem Tod 2006 war ich,
nach einem beruflichen Kontakt ein wenig mit der Schriftstellerin Hilde Domin befreundet. Wir trafen uns vielleicht 25 oder 30 Mal. Als Hilde Löwenstein wurde sie 1909 in Köln geboren, das immer ihr Köln blieb. Im Dezember 1930 hörte sie die Rede Adolf Hitlers in der Berliner Hasenheide. So verließ sie bereits im Herbst 1932 gemeinsam mit Erwin Walter Palm, ihrem späteren Mann, Deutschland gen Italien. Beide heirateten 1936 in Rom. 1939 begann eine Odyssee über Paris und London, über Kanada in die Dominikanische Republik. Wenn sie davon erzählte, wurde sie, unvergesslich, regelrecht atemlos. Die Dominikanische Republik ließ beide ins Land, schenkte ihr geradezu das Leben, und sie wählte nach ihrer Rückkehr nach Deutschland, eigentlich aus Dankbarkeit, das Pseudonym Domin. Eine ewig junge Frau. Wenn man diesen Lebensweg kennt, umherirrend über Kontinente und Weltmeere und danach Gedichte der Domin liest, hört man die Bezüge an jene Zeit, die doch auch in die aktuelle Frage der Staatsangehörigkeit passen. Hier zum Beispiel. Auf Wolkenbürgschaft. Ich habe Heimweh nach einem Land, in dem ich niemals war, wo alle Bäume und Blumen mich kennen, in das ich niemals gehe, doch wo sich die Wolken meiner genau erinnern. Ein Fremder, der sich in keinem Zuhause ausweinen kann. Ich fahre nach Inseln ohne Hafen. Ich werfe die Schlüssel ins Meer, gleich bei der Ausfahrt. Ich komme nirgends an. Mein Segel ist wie ein Spinnenweb im Wind, aber es reißt nicht. Und jenseits des Horizonts, wo die großen Vögel am Ende ihres Flugs die Schwingen in der Sonne trocknen, liegt ein Erdteil, wo sie mich aufnehmen müssen, ohne Pass, auf Wolkenbürgschaft. Hilde Domin veröffentlicht erstmals 1959 in ihrem ersten Gedichtband Nur eine Rose als Stütze. Ich danke Ihnen.
Milford, den 29. August 2016. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit möchte ich die Einbürgerung nach Artikel 116, Paragraph 2 des deutschen Grundgesetzes beantragen. Bis jetzt war es eigentlich gar nicht notwendig, denn ich hatte als Britin kein Problem, nach Deutschland zu fahren oder innerhalb Europas zu reisen. Aber seit der Brexit-Wahl ist alles unsicher geworden. Ich schreibe das Folgende, um meinen Antrag zu unterstützen. Meine Großmutters Familie stammt ursprünglich aus Königsberg und zog später nach Berlin, wo Kurt Weiß, mein Großvater, seine Nachbarin Jutta Gelb in Wannsee kennenlernte und später am 9. Juli 1916 heiratete, als er Leutnant beim Kaiser Alexander Garde-Grenadierregiment Nummer 1 war. Mein Urgroßvater Eugen Weiß war Börsenmakler und Kunstsammler und sein Sohn Kurt studierte Jura und bekam mit Hilfe seines Schwiegervaters, Berliner Bürgermeister Georg Gelb, eine Stelle in der Verwaltung. Später wurde er Regierungsrat. Obwohl Kurt und seine Geschwister 1902 getauft worden waren, wurde Kurt am 9. November 1938 wegen seiner jüdischen Herkunft verhaftet und im KZ Sachsenhausen inhaftiert. Es ist nicht ganz klar, wann er genau freigelassen wurde, aber es war vermutlich kurz vor Weihnachten, nach 6 oder 7 Wochen Inhaftierung. Da Kurt in Deutschland nicht bleiben konnte, verließ er am 27. Juni 1939 Deutschland und ist nach England abgereist. Mein Vater, Reike, kam im Januar 1939 als 9-jähriges Kind zusammen mit seiner Schwester Maria nach England. Er wurde im Internat untergebracht. Die Schulgebühren wurden von einem Familienfreund bezahlt. Kurt wurde auf der Isle of Man als Enemy Alien interniert. Die restlichen Familienmitglieder, nämlich Reikes Mutter und seine Geschwister, kamen Ende Juli 1946, also nach dem Krieg, in England an. Am 31. August 1948 bekam Kurt mit seinen Kindern und Frau Jutta vom Home Office London ein Zertifikat der Naturalisierung, Nummer BZ 4203. Ich bin mir schon immer meiner deutschen Halb- und jüdischen Viertelherkunft bewusst. Meinem Vater Reike war es wichtig, dass ich seine Muttersprache lernte, so fing er an, mir Deutsch beizubringen. Dann lernte ich Deutsch in der Schule und darauf studierte ich Germanistik an der Londoner Uni. Ich lebte und arbeitete 10 Jahre in Deutschland, heiratete einen Deutschen, aber nach etwa 10 Jahren ließen wir uns scheiden. Meine 3 Kinder aus dieser Ehe sind Deutsche. Zurzeit bin ich Deutschlehrerin an einer Privatschule in England. Hoffentlich tragen diese Informationen zum Hintergrund meines Antrages bei. Sollten Sie noch Fragen haben, bitte setzen Sie sich in Verbindung. Mit freundlichen Grüßen, Angela Grün. Bundesverwaltungsamt, 24.11.2016. Sehr geehrte Frau Grün, nach den hier vorliegenden Unterlagen habe ich festgestellt, dass die Voraussetzungen für eine Einbürgerung nicht vorliegen. Für die Auslegung des Begriffs des Abkömmlings im Sinne des Artikel 116 Absatz 2 GG sind nach geltender Rechtsprechung die die Abstammung berücksichtigenden Erwerbstatbestände nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz in seiner jeweils geltenden Fassung maßgebend. Der Zweck des Artikel 116 Absatz 2 GG besteht darin,
eine durch eine Ausbürgerung entzogene oder vorenthaltene deutsche Staatsangehörigkeit wiederherzustellen. Dementsprechend steht dieser Einbürgerungsanspruch denjenigen Abkömmlingen eines Ausgebürgerten zu, die zu ihm in einem rechtlichen Verhältnis stehen, an welches das Staatsangehörigkeitsrecht den gesetzlichen Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit knüpft. Es soll der staatsangehörigkeitsrechtliche Zustand wiederhergestellt werden, der ohne die Ausbürgerung bestanden hätte. Sie möchten einen Anspruch auf Einbürgerung von ihrem Vater ableiten. Danach müssten ihrem Vater zwischen dem 31.01.1933 und dem 8.05.1945 die deutsche Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen worden sein. Die Staatsangehörigkeit ist immer dann aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen worden, wenn sie entweder nach § 2 der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25.11.1941 automatisch verloren ging oder nach dem Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit vom 14.07.1933 im Einzelfall entzogen wurde. Anhaltspunkte dafür, dass ihrem Vater im Einzelfall die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen worden ist, finden sich nicht. Ihr Vater wäre nur dann von der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz betroffen gewesen, wenn er Jude im Sinne der 1. Verordnung zum Reichsbürgergesetz gewesen wäre. Nach § 5 Absatz 1 der 1. Verordnung zum Reichsbürgergesetz war Jude, wer von mindestens 3 volljüdischen Großeltern abstammte. Nach den vorliegenden Unterlagen und den von ihnen gemachten Angaben war ihr Großvater väterlicherseits jüdischer Abstammung. 1902 soll er getauft worden sein. Ihre Großmutter väterlicherseits war nicht jüdischer Herkunft. Hiernach stammte ihr Vater von 2 volljüdischen Großelternteilen ab. Bei dieser Fallkonstellation wäre er nur dann als sogenannter Geltungsjude von der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz betroffen gewesen, wenn er gemäß § 5 Absatz 2 der 1. Verordnung selber der jüdischen Religionsgemeinschaft angehört hätte. Dies hier ist aber nicht der Fall gewesen. Ihr Vater gehörte daher nicht zu dem Personenkreis, dem durch die 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz die deutsche Staatsangehörigkeit zwangsweise entzogen worden ist. Für sie besteht daher kein Anspruch auf Einbürgerung nach Artikel 116 Absatz 2 GG. Einbürgerungsmöglichkeiten nach anderen Rechtsvorschriften sind ebenfalls nicht ersichtlich. Insbesondere ergeben sich keine Hinweise darauf, dass eine Einbürgerung im Rahmen des § 14 des Staatsangehörigkeitsgesetzes möglich wäre. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag Blau. Sehr geehrter Herr Blau, ich bedanke mich für Ihr Schreiben vom 24. November 2016. Sie sagen, ich
möge einen Anspruch auf Einbürgerung von meinem Vater ableiten. Aber ich denke, es wäre nützlich, weitere Aufklärungen mitzuteilen, da ich glaube, ich habe einen Anspruch auf Einbürgerung durch meinen Großvater väterlicherseits. Mein Großvater wurde gezwungen, am 23. Februar 1934 wegen der Inkraftsetzung des Berufsbeamtengesetzes vom 7. April 1933 seine Stelle als Beamter aufzugeben. In der Kristallnacht 1938 wurde er als Jude verhaftet und bis etwa Mitte Dezember 1938 im KZ Sachsenhausen inhaftiert. Nach seiner Freilassung wurden Maßnahmen ergriffen, sodass er aus Deutschland fliehen konnte. Und er ist nun im Juni 1939 in England angekommen. Die Verhaftung meines Großvaters setzte einen Ablauf von Ereignissen in Gang. Darunter die Entscheidung meiner Eltern, meines Vaters Reike Georg, ihn aus der Gefahr zu nehmen und in Sicherheit zu bringen. Als 9-jähriges Kind wurde er nach England geschickt. Der einzige Grund, warum mein Vater nach England kam und dort blieb, ist die Verfolgung seines Vaters und die daraus entstehende Angst. Meinem Großvater wurde später die deutsche Staatsangehörigkeit nach der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz entzogen. Wenn mein Großvater nicht nach den Reichsgesetzen nach 1933 als Jude verfolgt gewesen wäre, hätte er 1939 nicht fliehen müssen. Hätte diese Verfolgung nicht stattgefunden, hätten meine Großeltern keine Angst um die Sicherheit ihrer Kinder gehabt. Wäre mein Vater nicht nach England geschickt worden und wäre in Deutschland geblieben. Hätten mein Großvater und mein Vater in Deutschland bleiben können, wie sie hätten sollen und wie das Bundesgesetz später anerkennt, würde ich durch Geburt Deutsche sein. Mit freundlichen Grüßen, Angela Grün. Bundesverwaltungsamt, 16.02.2017. Sehr geehrte Frau Grün, auf Ihren Antrag auf Einbürgerung ergeht folgender Ablehnungsbescheid. Erstens. Der Antrag wird abgelehnt. Zweitens. Für diesen Bescheid wird keine Gebühr erhoben. Mit Antrag vom 29.08.2016 beantragten Sie die Einbürgerung gemäß Artikel 116 Absatz 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Mit Schreiben vom 24.11.2016 wurden Sie über die fehlenden Erfolgsaussichten Ihres Antrages informiert und angehört. Mit Mail vom 15.02.2017 baten Sie um Überprüfung. Es wurde vorgetragen, dass Sie einen Einbürgerungsanspruch nicht von Ihrem Vater, sondern von Ihrem Großvater ableiten möchten. Dieser sei als Jude verfolgt und auch ausgebürgert worden. Hätte Ihr Vater bzw. Ihr Großvater Deutschland nicht verlassen müssen, wären sie in Deutschland geboren worden und hätten die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. Gemäß Artikel 116 Absatz 2 GG sind frühere deutsche Staatsangehörige, denen die Staatsangehörigkeit zwischen dem 30.01.1933 und dem 8.05.1945 aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen worden ist und deren Abkömmlingen auf Antrag wieder einzubürgern. Sie wurden 1956 ehelich geboren, nach § 4 des damals geltenden Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes, erwarb durch Geburt
das ehelich geborene Kind eines Deutschen die Staatsangehörigkeit des Vaters. Insofern spielt es keine Rolle, dass ihr Großvater zu dem oben genannten Personenkreis gehört hat. Vorliegend würde der Anspruch auf Einbürgerung gemäß Artikel 116 Absatz 2 GG nur dann bestehen, wenn ihr Vater zu diesem Personenkreis gehört hat. Denn die Ausbürgerung ihres Großvaters hatte nicht automatisch auch zur Folge, dass ihr Vater ebenfalls ausgebürgert wurde. Auch kann nicht berücksichtigt werden, dass sie in Deutschland geboren worden wären und sie dann die deutsche Staatsangehörigkeit erworben hätten, wenn ihr Vater bzw. ihr Großvater Deutschland nicht hätte verlassen müssen. Denn hierauf kam es für den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit gar nicht an. Die deutsche Staatsangehörigkeit hätten sie durch Abstammung auch in Großbritannien erwerben können. Für sie besteht daher kein Anspruch auf Einbürgerung nach Artikel 116 Absatz 2 GG. Einbürgerungsmöglichkeiten nach anderen Rechtsvorschriften sind nicht ersichtlich. Insbesondere ergeben sich keine Hinweise darauf, dass für sie die Möglichkeit der Einbürgerung aus dem Ausland im Rahmen der allgemeinen Vorschriften des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts, hier Paragraph 14 Staatsangehörigkeitsgesetz, bestehen könnte. Hierzu wurde nichts von Ihnen vorgetragen. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag Blau. Milford, den 6. April 1917. Sehr geehrter Herr Blau, ergänzend zu den bisherigen Ausführungen möchte ich Ihnen Hinweise zu Artikel 14 Staatsangehörigkeitsgesetz vortragen. Alles Deutsche hat mein Leben von klein auf gefärbt, beeinflusst und geprägt. Mein Vater brachte mir so früh wie möglich die deutsche Sprache bei, damit sie fortgesetzt werden konnte. Ich hatte bis dahin nicht viel Erfolg in der Schule gehabt, aber der Erwerb dieser Sprache gab mir Selbstvertrauen und später war ich in der Lage, Germanistik am University College London zu studieren. Ich erlangte den akademischen Grad Master of Arts. Meine physische Verbindung mit Deutschland begann mit 12 Jahren, als ich meine erste Reise nach Wiesbaden machte, um dort Familienfreunde zu besuchen. Nach meinem Schulabschluss war ich 3 Monate lang Au-pair in Lingen, Norddeutschland. Mein Auslandsjahr als Teil meines Studiums wurde in Tübingen verbracht. Ich war im Kepler-Gymnasium als Lehrerassistentin angestellt. In Tübingen, da lernte ich viele Freunde kennen, darunter Familien, die die Paten meiner Kinder wurden. Diese enge Beziehung bleibt bis heute immer noch sehr tief. Mit 19 Jahren lernte ich einen Deutschen kennen. Während der 80er Jahre lebten wir zusammen, heirateten und bekamen 3 Kinder. Wie trug ich zur deutschen Gesellschaft bei? In den 80er Jahren arbeitete ich in Deutschland und half bei der Entwicklung der ersten deutschen Personal Computer mit, indem ich die Sprache vom Englischen ins Deutsche übersetzte, um sie sozusagen benutzerfreundlich für den deutschen Markt zu machen. Ich wurde Geschäftsführerin der deutschen Tochterfirma eines englischen Unternehmens. Ich schaffte Arbeitsplätze, bezahlte Steuern und Beiträge an die AOK und an die deutsche Rentenversicherung. Ich war innerhalb der deutschen Gesellschaft voll integriert. Ich war außerdem Gründungsmitglied des Squashvereins e.V. Hirschau.
Ich hatte meine Aufenthaltserlaubnis und meinen deutschen Führerschein und die Kinder besuchten den örtlichen Kindergarten. Ich fühlte mich total akzeptiert. Als meine Ehe scheiterte, suchte ich bedarfsweise meine Mutter auf. Diese vorübergehende Maßnahme erstreckte sich und ich blieb mit den Kindern in England. Damit die Jungen wenigstens ihre deutsche Muttersprache und ihre deutsche Kultur noch bewahren konnten, half mir mein Vater, die Schulgebühren für die deutsche Schule in London zu bezahlen. Inzwischen ließ ich mich als Deutschlehrerin qualifizieren, damit ich finanziell für die Kinder sorgen konnte. Momentan bin ich seit dem Jahre 2000 bei einer Privatschule mit starken deutschen Verbindungen südwestlich von London als Deutschlehrerin ganztags beschäftigt. Außer der deutschen Sprache vertrete ich alles, was Deutsch innehat. Die kulturellen Aspekte Deutschlands spielen eine wichtige Rolle. Der Deutsche Esstag und der Weihnachtsmarkt, für die ich verantwortlich bin, sind jetzt regelmäßige Ereignisse im Schulkalender. Schulreisen nach Deutschland nehmen eine persönliche Bindung an. Zum Beispiel, wenn wir nach Berlin fahren, ist es üblich, die Gedenkstätte Sachsenhausen zu besuchen. Um den Schülern klarzumachen, dass die Inhaftierten keine Statistiken, sondern echte Menschen waren, zeige ich ihnen das Hochzeitsbild meiner deutschen Großeltern. Ich möchte in der Zukunft die Fähigkeit, nach Deutschland zu fahren, beibehalten, nämlich reibungslos und ohne Schwierigkeiten. Es ist mir wichtig, das Verhältnis mit den Paten meiner Kinder fortzuführen, Deutschland immer wieder zu erleben und meine Deutschkenntnisse zu vertiefen. Ich sehe mich oft als unoffizielle Diplomatin für Deutschland und versuche immer Toleranz und Akzeptanz zu fördern. Finanziell sind mein Mann und ich selbstständig. Wir besitzen ein Einfamilienhaus, hypothekenfrei und haben Ersparnisse. Er war Beamter von hochmittlerem Rang und bekommt eine entsprechend hinreichende Rente. Und ich werde eine Rente für Lehrer in den nächsten Jahren beziehen. Meine Kinder sind alle Deutsche. Mein Sohn, der Rechtsanwalt ist, überlegt, sich nach dem Brexit mit seiner Familie nach Deutschland umzuziehen. Es ist mir sehr wichtig, meine Beziehung mit meinem Enkelkind, der zweisprachig erzogen wird, problemlos fortsetzen zu können. Mein anderer Sohn, der mit Film und Medien arbeitet, bleibt offen bezüglich Wohn- und Arbeitsort. Berlin käme eventuell in Frage. Seit dem Moment, als mein Vater mich hinsetzte, um mir die deutsche Sprache beizubringen, ist Deutschsein in meinem Leben unentwirrbar verwickelt. Die Brexit-Entscheidung hat alles aufs Spiel gesetzt und mich gezwungen, meine Identität neu zu bewerten. Ich bin zum Schluss gekommen, dass ich wünsche, offiziell als Deutsche anerkannt zu werden. Mit freundlichen Grüßen, Angela Grün. Bundesverwaltungsamt, 24. April 2017. Sehr geehrte Frau Grün, auf Ihren Widerspruch vom 8.3.2017 gegen den Ablehnungsbescheid des Bundesverwaltungsamtes vom 16.02.2017 ergeht folgender Widerspruchsbescheid. Erstens. Der Widerspruch wird zurückgewiesen. Zweitens. Die Widerspruchsführerin hat die Kosten des Widerspruchsverfahrens zu tragen. Drittens. Verwaltungskosten werden nicht erhoben. Gründe. Mit Antrag vom 29.08.2016, hier eingegangen am 30.09.2016,
beantragten sie über die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in London die Einbürgerung gemäß Artikel 116 Absatz 2 GG. Mit Schreiben vom 24.11.2016 wurden sie über die bestehenden Sach- und Rechtslagen informiert und angehört. Es wurde ihnen mitgeteilt, dass ihr Vater nicht zu den ausgebürgerten Personenkreis gehört und somit für sie eine Einbürgerung gemäß Artikel 116 Absatz 2 GG nicht möglich ist. Mit Mail vom 15.02.2017 baten sie um Überprüfung ihres Antragsbegehrens. Es wurde unter anderem vorgetragen, dass sie sich nunmehr auf ihren Großvater väterlicherseits berufen würden. Mit Bescheid vom 16.02.2017 wurde ihr Antrag abgelehnt. Der Widerspruch ist zulässig, aber unbegründet. Aufgrund ihres Widerspruchs habe ich den angefochtenen Bescheid noch einmal überprüft. Die Überprüfung des mit Bescheid vom 16.02.2017 abgelehnten Antrages ergab, dass der Bescheid rechtsmäßig ist und sie daher nicht in ihren Rechten verletzt. Auch eine Einbürgerung nach § 14 Staatsangehörigkeitsgesetz scheidet aus. Nach § 14 Staatsangehörigkeitsgesetz kann ein Ausländer, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat, unter den Voraussetzungen der Paragraphen 8 und 9 Staatsangehörigkeitsgesetz eingebürgert werden, wenn Bindungen an Deutschland bestehen, die eine Einbürgerung vom Ausland her rechtfertigen. Neben den allgemeinen Einbürgerungsvoraussetzungen, zum Beispiel ausreichend Kenntnisse der deutschen Sprache oder Unterhaltsfähigkeit und dem Vorliegen von ausreichenden Bindungen an Deutschland in mehrfacher Hinsicht, setzt eine jede Einbürgerung vom Ausland her das Bestehen eines öffentlichen Interesses Deutschlands an der Einbürgerung des Antragstellers voraus. Die Behörde hat in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob die Einbürgerung sowohl nach den persönlichen Verhältnissen des Bewerbers als auch nach den allgemeinen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Gesichtspunkten im staatlichen Interesse erwünscht ist. Eine Abwägung der Interessen des Bewerbers mit den staatlichen Interessen findet nicht statt. Auch wenn von der Person des Antragstellers aus gesehen vieles für seine Einbürgerung spricht, ist die Behörde nicht verpflichtet, die Einbürgerung vorzunehmen, wenn sie zu dem Ergebnis kommt, dass sie nicht im staatlichen Interesse ist. Anhaltspunkte für das Bestehen einer Einbürgerung vom Ausland her rechtfertigen öffentlichen Interesses Deutschlands in diesem Sinne sind vorliegend nicht gegeben. Grundsätzlich vermögen auch Fallgestaltungen mit staatsangehörigkeitsrechtlichem Wiedergutmachungsgehalt unter bestimmten Voraussetzungen ein öffentliches Interesse an einer Einbürgerung vom Ausland her zu begründen. Die Einbürgerungserleichterung beschränkt sich allerdings in der Regel auf Personen, die unmittelbar von den nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen betroffen waren. Da sie persönlich in diesem staatsangehörigkeitsrechtlichen Sinne nicht unmittelbar von den Verfolgungsmaßnahmen betroffen waren, sind in ihrem Fall auch keine Anhaltspunkte für einen
über die bestehenden gesetzlichen Regelungen hinausgehenden staatsangehörigkeitsrechtlichen Wiedergutmachungsgehalt gegeben. Einbürgerungsmöglichkeiten nach anderen Rechtsvorschriften sind ebenfalls nicht ersichtlich. Ihrem Widerspruch kann daher nicht abgeholfen werden. Mit freundlichen Grüßen. Im Auftrag Roth. Georg Lila wurde am 4. August 1915 als Sohn von Hermann Lila und Elsa Lila geboren. Seinen jüdischen Vater hatte Georg nie kennengelernt. Dieser gab sein Leben für seinen König von Bayern, für den Kaiser des Deutschen Reiches und für sein Vaterland als freiwilliger Soldat im Ersten Weltkrieg. So wuchs Georg Lila als Kriegshalbwaise auf. Nach dem Schulabschluss studierte Georg Betriebswirtschaft und arbeitete 3 Jahre in der Reifenfabrik Dunlop in Hanau. Nach der Machtergreifung Hitlers wurde ihm das Weiterstudieren verwehrt, so dass er weiterhin nur noch bei Dunlop arbeiten konnte. Obwohl er wie seine Mutter katholisch war, eckte sein jüdischer Familienname im damaligen Regime an. In weiser Voraussicht beschloss seine Mutter daher, ihn 1937 aus Deutschland zu bringen. Bundesverwaltungsamt, 2.11.2005. Sehr geehrte Frau Lila, auf Ihren Antrag auf Einbürgerung vom 28.01.2003 ergeht folgender Ablehnungsbescheid.
Am 28.01. beantragten sie die Einbürgerung gemäß Artikel 116 Absatz 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland bzw. gemäß Paragraph 12 Absatz 1 des ersten Gesetzes zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit. Nach den vorgelegten Unterlagen sind sie am 7.3.1980 in Sao Paulo ehelich geboren. Ob für sie ein Anspruch auf Einbürgerung auf der Grundlage des Artikel 116 Absatz 2 GG besteht, ist davon abhängig, ob ihr Vater zum Zeitpunkt seiner Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit nach den allgemeinen Bestimmungen des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts erworben hätte. Dies war nicht der Fall. Zum Zeitpunkt der Geburt ihres Vaters, Herrn Flavio Lila, geboren 7.11.1952 in Sao Paulo, konnte die deutsche Staatsangehörigkeit gemäß § 4 Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22.07.1913 in der damals geltenden Fassung nur durch den Vater ihres Vaters, ihr Großvater väterlicherseits, übermittelt werden. Da ihr Großvater väterlicherseits, Herr Georg Hermann Lila, zum Zeitpunkt der Geburt ihres Vaters ausschließlich brasilianische Staatsangehörigkeit war, konnte dieser ihrem Vater die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt vermitteln. Da bereits ihr Vater die deutsche Staatsangehörigkeit nicht erwerben konnte, war eine Weitergabe an sie nicht möglich. Ihr Großvater väterlicherseits, Herr Georg Hermann Lila, wurde am 4.8.1915 in München als deutscher Staatsangehöriger geboren. Er wanderte 1937 nach Brasilien aus. Ein Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit ist in diesem Zusammenhang nicht eingetreten. Die deutsche Staatsangehörigkeit wurde ihrem Großvater auch nicht aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen, sodass die Bestimmung des Artikel 116 Absatz 2 GG auf ihren Großvater bzw. sie nicht anwendbar sind. Herr Lila bewarb die brasilianische Staatsangehörigkeit 1950 durch Einbürgerung. Hierdurch trat gemäß § 25 Absatz 1 Staatsangehörigkeitsgesetz in der damals geltenden Fassung der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit ein. Ihr Großvater hat daher einen Anspruch auf Einbürgerung gemäß § 12 des Staatsangehörigkeitsregelungsgesetzes, da er im Zusammenhang mit Verfolgungsmaßnahmen aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen in der Zeit vom 30.01.1933 bis zum 8.05.1945 vor dem 26.02.1955 die brasilianische Staatsangehörigkeit erworben hatte. Gemäß § 12 Absatz 2 des Staatsangehörigkeitsregelungsgesetzes war der Anspruch für Abkömmlinge, der nach § 12 Absatz 1 des ersten Staatsangehörigkeitsregelungsgesetzes anspruchberechtigten Personen bis zum 31.12.1970 befristet. Für die Anwendung der Bestimmung auf sie ist daher ebenfalls kein Raum.
Nach den Erkenntnissen des Bundesverwaltungsamtes war ihre Mutter von Geburt brasilianische Staatsangehörige. Auf ihre Mutter und deren Abkömmlinge ist Artikel 116 Absatz 2 GG daher nicht anwendbar. Ihr Antrag auf Einbürgerung konnte daher nicht zu ihren Gunsten entschieden werden. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag Violett. Pressemitteilung, 30.08.2019. Leichte Einbürgerung für Nachkommen von NS-Verfolgten. Das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, BMI, hat heute 2 umfangreiche Erlassungsregelungen in Kraft gesetzt, die im Ausland lebenden Nachkommen deutscher NS-Verfolgter, die keinen Anspruch auf Wiedereinbürgerungen nach Artikel 116 Absatz 2 des Grundgesetzes haben, eine erleichterte Einbürgerung ermöglichen. Bundesinnenminister Horst Seehofer. Deutschland muss seiner historischen Verantwortung gegenüber denjenigen gerecht werden, die als Nachfahren deutscher NS-Verfolgter staatsangehörigkeitsrechtliche Nachteile erlitten haben. Das gilt insbesondere für Personen, deren Eltern oder Großeltern ins Ausland flüchten mussten. Mit den heute in Kraft gesetzten Erlassen schaffen wir eine schnelle, unmittelbare, geltende Regelung zum Erhalt der deutschen Staatsangehörigkeit für diese Betroffenen. Das Brexit-Referendum
hat in Großbritannien nicht nur zu einem sprunghaften Anstieg von Wiedereinbürgerungsanträgen nach Artikel 116 Absatz 2 GG geführt. Waren es 2015 noch 43 Anträge, so stieg diese Zahl 2016 auf 684. 2017 gab es 1667 und 2018 1506 Anträge. Im Zusammenhang damit wurden auch zahlreiche Einbürgerungsbegehren geltend gemacht, die nicht von Artikel 116 Absatz 2 GG und auch nicht von der bisherigen Erlasslage erfasst sind. Das BMI erachtet es als einen großen Vertrauensbeweis, wenn die Nachkommen von emigrierten NS-Verfolgten heute wieder die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben wollen. Es hat daher weitergehende Einbürgerungsmöglichkeiten im Erlasswege geschaffen, um dem Wunsch der Betroffenen, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erhalten, nachzukommen. Zum begünstigten Personenkreis gehören Kinder, deren deutscher Elternteil im Zusammenhang mit NS-Verfolgungsmaßnahmen eine fremde Staatsangehörigkeit erworben und die zum begünstigten Personenkreis nochmal. Zum begünstigten Personenkreis gehören Kinder, deren deutscher Elternteil im Zusammenhang mit NS-Verfolgungsmaßnahmen eine fremde Staatsangehörigkeit erworben und die deutsche Staatsangehörigkeit verloren hat, sowie deren Abkömmlinge bis zu dem 1. Januar 2000 eingefügten Generationenschnitt nach § 4 Absatz 4 Staatsangehörigkeitsgesetz. Für die Berechtigten mit NS-Verfolgungshintergrund werden die Einbürgerungsvoraussetzungen auf ein Minimum reduziert. Vom Nachweis der Unterhaltsfähigkeit wird abgesehen. Das Sprachniveau wird auf einfache deutsche Sprachkenntnisse abgesenkt. Es genügen Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland. Diese Voraussetzungen werden ohne Prüfung in einem persönlichen Gespräch mit der Auslandsvertretung festgestellt. Dabei wird eine wohlwollende Handhabung zugrunde gelegt. Die Einbürgerungen erfolgen unter Hinnahme von Mehrstaatlichkeit und sind gebührenfrei. Anträge können ab sofort über die deutsche Auslandsvertretung gestellt werden.
E-Mail vom 25. November 2019 an das Bundesverwaltungsamt. Betreff: Antrag auf Einbürgerung gemäß Artikel 116. Nach neuem Gesetz bin ich wohl berechtigt. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Antrag auf Einbürgerung gemäß Artikel 116 wurde 2017 abgelehnt, weil meine deutsche Oma nach ihrer Flucht aus Deutschland 1938 in London einen Nicht-Deutschen heiratete, meinen Großvater. Meine Mutter ging 1947 aus dieser Ehe hervor und bis 1953 konnte die deutsche Staatsbürgerschaft anscheinend nur durch den Vater weitergegeben werden. Daher wurde mein Antrag 2017 abgelehnt. Jetzt sind, so wie ich es verstehe, vor ein paar Monaten neue Regelungen erlassen worden, wonach ich doch ein Recht auf Einbürgerung habe. Ich bitte daher jetzt um meine Einbürgerung. Ich bin Australierin. Ich lebe in Canberra, Australien. Ich kann, wie Sie merken, fließend Deutsch, weil ich 8 Jahre lang in Freiburg im Breisgau lebte. Ich habe 2006 summa cum laude an der Universität Freiburg promoviert. Ich habe daher, wie vom neuen Gesetz verlangt, mehr als ausreichend Deutschkenntnisse und verstehe sehr gut die gesetzliche und soziale Ordnung Deutschlands. Alle nötigen Unterlagen und Dokumente zur Bearbeitung meines Antrages dürften Sie unter dem Aktenzeichen BS II 2017 0324 0161 A finden. Falls Sie noch weitere Informationen benötigen, sagen Sie mir Bescheid. Vielen Dank im Voraus. Dr. Olivia Thomas. E-Mail von Olivia Thomas an das deutsche Generalkonsulat in Sydney, Australien, vom 26. November 2019. Betreff: Antrag auf Einbürgerung gemäß Artikel 116. Dear Sydney Consulate, I'd be grateful if you could direct my email to the correct person at the Consulate General in Sydney, who handles German citizenship for descendants of people persecuted by the Nazis. As you can see, I have contacted the BVA directly, since I had previous contact with them. I applied for German citizenship in 2017, but was refused due to the maternal descent. I understand that the German government made new laws in August 2018, whereby I would now qualify for German citizenship. So I am hereby applying again. I would be grateful for advice whether I need to come to Sydney for a personal appointment or perhaps to the German embassy here in Canberra, where I live. Many thanks. Dr. Olivia Thomas. Antwort des Konsulats vom 12. Dezember 2019. Sehr geehrte Frau Thomas, vielen Dank für Ihre E-Mail. Meiner Einschätzung nach müssten Sie tatsächlich unter die Einbürgerungsmöglichkeiten der neuen Erlasse fallen. Die Entscheidung liegt jedoch weiterhin beim Bundesverwaltungsamt. Im Anhang übersende ich Ihnen das Merkblatt zu dieser Einbürgerungsmöglichkeit sowie das neue Antragsformular und Formular zu den Angaben zu Ihren Vorfahren, Anlage VA. Nachdem das Antragsformular für alle Ermessenseinbürgerungen ist, müssen Sie nicht alle Felder ausfüllen. Im Merkblatt ist genau dargelegt, welche Informationen Sie einfüllen und welche Felder Sie freilassen können.
Nachdem Sie bereits einen Antrag gestellt haben, sind nach Rücksprache mit dem Bundesverwaltungsamt zusätzlich zum Antragsformular und der Anlage VA nur folgende Unterlagen notwendig: Deutsche Geburtsurkunde Ihrer Großmutter, Nachweis über die frühere deutsche Staatsangehörigkeit Ihrer Großmutter, Nachweis darüber, dass die Auswanderung Ihrer Großmutter verfolgungsbedingte Gründe hatte, Ihre Reisepässe für alle Staatsangehörigkeiten und ein aktuelles Führungszeugnis des Aufenthaltsstaates im Original. Bis auf das Führungszeugnis werden alle Unterlagen in beglaubigter Kopie benötigt. Gerne können Sie die Originale und einfache Kopien mitbringen und wir beglaubigen dann die Kopien für Sie bei der Antragsabgabe. Ich würde Sie zudem bitten, den Antrag erst bei der Abgabe vor uns zu unterschreiben. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Gisela Ganz. E-Mail von Olivia Thomas an das Stadtarchiv Hagen, Nordrhein-Westfalen. Lieber Herr Faun, ich wende mich wieder an Sie in der Hoffnung auf Hilfe aus dem Archiv. Der Grund für meine Familienforschung ist, dass ich mich auf die deutsche Staatsbürgerschaft bewerbe. Ich habe anscheinend Anrecht darauf, weil meine Großmutter Ida Charlotte Markstein von den Nazis ausgebürgert wurde, weil sie Jüdin war. Ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit, denn ich fühle mich Deutschland sehr verbunden, trotz der Geschichte. Nun muss ich aber für meinen Antrag beweisen, dass meine Oma deutsche Staatsbürgerin war. Ich dachte, dass die von Ihnen gefundenen Geburtsurkunden dem Bundesministerium des Innern als Beweis ausreichen würden, aber leider reicht es nicht. In der Geburtsurkunde steht nämlich die Staatsbürgerschaft nicht ausdrücklich geschrieben. Daher mein Besuch. Hätten Sie vielleicht in Ihrem Archiv irgendwelche Dokumente, die beweisen, dass meine Großmutter deutsche Staatsbürgerin war? Ich weiß, dass sie Deutsche war, denn sie hat in den 1980er Jahren ihren deutschen Pass wiederbekommen. Sie wollte in ihrem Heimatland sterben, was sie dann 1999 in Berlin tat. Anbei eine Kopie der Geburtsurkunde meiner Oma, die bei Ihnen im Archiv liegt. Ich wäre für jede Hilfe dankbar. Mit Dank und besten Gruß aus Australien, Olivia Thomas. Liebe Frau Thomas, das ist ja kaum nachvollziehbar, dass die Dokumente für das Innenministerium nicht ausreichen. Was Sie versuchen können, fragen Sie mal beim Standesamt Berlin-Charlottenburg, wo Ihre Großmutter verstorben ist, und auch beim dortigen Einwohnermeldeamt. Vielleicht steht etwas in der Sterbeurkunde, Standesamt. Oder zumindest müssten die Meldeunterlagen zur Wohnsitznahme, Einwohnermeldeamt, eine Aussage zur Staatsbürgerschaft enthalten. Für die vor dem Krieg gibt es in Hagen, für die Zeit vor dem Krieg gibt es in Hagen keine Meldeunterlagen, da der gesamte Bestand im Krieg verbrannt ist. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja nicht ausschlaggebend, für welchen Zeitpunkt im Leben Ihrer Großmutter sich die deutsche Staatsbürgerschaft nachweisen lässt, sondern nur, dass es überhaupt möglich ist. Einen Beleg für die wiedererlangte Staatsbürgerschaft in den 1980er Jahren zu finden, sollte eigentlich einfacher sein. Das ist zunächst mal mein Rat. Ich werde aber noch mal nachsehen und wenn ich etwas finde, dann teile ich es Ihnen umgehend mit. Viele Grüße und viel Erfolg. Cornelius Faun, Stadtarchiv Hagen.
Anfrage beim Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten in Berlin. Abteilung Zentrale Einwohnerangelegenheiten. Sehr geehrte Damen und Herren, ich suche Informationen zu meiner Großmutter, Frau Ida Charlotte Meyer, geborene Markstein, die vor 1938 und wieder 1985 bis 1999 in Berlin lebte. Meine Großmutter wurde von den Nazis ausgebürgert, weil sie Jüdin war. Ich bewerbe mich jetzt unter Artikel 116 des Grundgesetzes auf die deutsche Staatsbürgerschaft und muss für meinen Antrag der Bundesregierung beweisen, dass meine Oma deutsche Staatsangehörige war. Ich habe zwar ihre Geburtsurkunde, Stadt Hagen, 5.9.1911, Kopie anbei, aber das reicht als Beweis der deutschen Staatsbürgerschaft wohl nicht. Meine Großmutter hat in den 1980er Jahren ihre deutsche Staatsbürgerschaft wiederbekommen und ist 1999 ihrem Wunsch entsprechend in Berlin gestorben. Die letzte Adresse meiner Oma in Berlin war Wilhelmstift, Spandauer Damm 62, 14059 Berlin. Ich wäre für jede Hilfe dankbar. Mit Dank und freundlichem Gruß aus Australien, Olivia Thomas. Sehr geehrte Frau Thomas, hier ist eine Entschädigungsakte vorhanden für Ihre Großmutter Ida Meyer. Ich habe die Akte bezüglich Informationen zur Staatsangehörigkeit durchgesehen. Scans der relevanten Blätter übersende ich mit den angefügten PDF-Dateien. Bitte bestätigen Sie mir den Erhalt dieser Mail mit Anlagen. Weitere Fragen beantworte ich gern mit freundlichen Grüßen im Auftrag Ursula Kublank. Liebe Frau Kublank, Verzeihung, aber ich habe doch noch eine Frage. Bitte. Ganz wesentlich für meinen Antrag ist auch die Frage, laut welchem Gesetz meine Oma wieder eingebürgert wurde. In den Seiten, die Sie mir netterweise zugeschickt haben, bewirbt sich meine Oma basierend auf Artikel 116 des Grundgesetzes. Allerdings weiß ich, dass solche Anträge normalerweise abgelehnt wurden. Die Behörden in Deutschland haben generell gesagt, dass verfolgte und daher ins Ausland geflohene deutsche Frauen freiwillig durch die Ehe zu einem Ausländer ihre deutsche Staatsangehörigkeit aufgegeben haben und daher keinen Anspruch auf Wiedereinbürgerung besitzen. Meine Oma wurde aber trotzdem wieder eingebürgert. Die Frage ist, wie? War es tatsächlich nach Artikel 116 oder vielleicht nach Paragraph 12 Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz oder einer anderen Ermessensregelung? Ich kann es nicht entziffern. Daher meine Bitte an Sie. Ich weiß nicht, ob Sie mir die ganze Akte mailen können. Das wäre ideal, denn dann könnte ich alles selbst durchforsten. Das wäre einfach super. Falls dies aber nicht möglich bzw. zu viel Arbeit ist, wäre ich für die Zusendung aller weiteren Seiten, die mit der Wiedereinbürgerung meiner Oma zu tun haben, äußerst dankbar. Für Ihre Geduld und freundliche Hilfe bedanke ich mich nochmals herzlich. Mit besten Grüßen, Olivia Thomas. Liebe Frau Thomas, leider kann ich Ihnen hinsichtlich der Einbürgerung Ihrer Großmutter nicht behilflich sein. Zuständig für den Antrag auf Wiedereinbürgerung war folgendes Amt: Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat. Das Aktenzeichen lautete KVR II 122 MOL-S. Ich empfehle Ihnen, mit diesem Amt Kontakt aufzunehmen. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag Kublank.
Mail vom Kreisverwaltungsreferat München, 21. Juli 2020. Betreff: Einbürgerung Akte meiner Großmutter, Frau Ida Charlotte Meyer, geborene Markenstein. Sehr geehrte Frau Thomas, vielen Dank für die vielen Informationen. Diese Einbürgerung Ihrer Oma war tatsächlich in München. Damals wurden von der Regierung von Oberbayern auch diese Einbürgerungen vom Ausland bearbeitet und von der Stadt München nur ausgehändigt. Wir haben deshalb die Regierung von Oberbayern um Mithilfe gebeten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Regierung von Oberbayern keine Akten mehr hat. Deshalb müssen wir auf unsere Fachfrau, die sich sehr gut damit auskennt, warten, da sie sich zurzeit im Urlaub befindet und erst nächste Woche wieder ins Büro kommt. Akteneinsicht. Wir können Ihnen keine Akteneinsicht gewähren. Wir können jedoch auf Anforderung einer Staatsangehörigkeitsbehörde dieser Behörde die Akten zur Einsicht für die Behörde zusenden. Die Gebühren vom Stadtarchiv werden dann der anfordernden Behörde in Rechnung gestellt oder Sie bezahlen die Gebühr im Voraus. Wenn es eine Akte gibt, dann ist sie im Stadtarchiv München und muss von dort abgeholt werden. Erst danach können wir die Akte an das Bundesverwaltungsamt in Köln versenden. Gibt es schon ein Aktenzeichen oder einen Ansprechpartner im BVA? Wir informieren Sie, sobald wir eine Akte gefunden haben. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Mit freundlichen Grüßen, Grau. Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat.